Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video mit dem neuen Global Top 1000 Ranking. Und wir haben ein neues Update bekommen und mit dem neuen Update haben wir auch eine neue Levelerweiterung bekommen von 160 auf 165. Das heißt, es gibt auch tatsächlich wieder einige Neuerungen hier, da einfach neues Maximallevel am Start ist, das auch relativ schwierig zu erreichen ist. Also, ich meine, es sind nur 5 Level, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es alle Leute, die vorher 160 waren, erreicht haben. Aber es sorgt zumindest kurzzeitig mal wieder für ein bisschen Aufruhr in der Rangliste. Vor allem LaWolf, wo ja alles ziemlich langweilig ist, weil ja fast immer alle Maximallevel haben, hat jetzt auch mal wieder kurze Zeit was zu tun. Und das Update ist auch noch nicht so lange her tatsächlich. Es ist erst knapp über 2 Wochen her. Und jetzt können wir uns einfach mal angucken, welcher Server so die Nase vorn hat, wo es knapp ist und schauen uns da mal auch die Klassenverteilung an, ob sich denn da schon was geändert hat. Und hier sind wir auch schon. Zuallererst wie immer, werft euren Blick bitte auf die rechte Seite. Hier haben wir jetzt eben neu, das war bisher immer 160er. Das sind jetzt die 165er, also alle Spieler auf dem jeweiligen Server, die bereits 165 sind. Natürlich nur zum Abruf der Rangliste. Es kann natürlich sein, dass jemand, der 165 ist, gerade Master oder Hero Quest macht und deswegen nicht mit drin ist. Kleine Abweichungen gibt es immer, aber die Abweichung hat jeder Server, deswegen ist das einfach egal. Und dann rechts daneben ist das Eintrittslevel, das man braucht, um überhaupt in der Top 1000 angezeigt zu werden. Also das Mindestlevel, was man braucht. Und grundsätzlich hat sich nicht viel getan. Also die Server mit den grünen Feldern und die Server mit den roten Feldern sind die gleichen geblieben. Aber wir haben hier eben viel niedrigere Zahlen, weil eben noch nicht so viele Leute 165 erreicht haben. Müsste man meinen. Aber auf LaWolf haben in knapp über 2 Wochen bereits 50 Leute 165 erreicht und auf allen anderen Servern zusammen. Auf allen anderen Servern zusammen haben es nur 39 geschafft. Also ich weiß nicht, was die auf LaWolf fressen. Gefühlt sind die dort alle auf Steroide unterwegs. Die spielen Flive, glaube ich, auf einem ganz anderen Level. Also es ist wirklich geistesgestört. Wobei man auch dazu sagen muss, sie haben mit Abstand die meisten Spieler. Also auf LaWolf spielen wahrscheinlich 2- oder 3-mal so viele Leute wie auf Burudeng. Darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Aber trotzdem ist es echt heftig. Also es ist wirklich ziemlich heftig. Und ja, insgesamt eben 89 Leute, die bereits 165 erreicht haben, würde ich persönlich sagen, ist ja ziemlich gut. Wobei man natürlich sagen muss, viele Leute waren halt direkt 161, plus die neue Herneos Quest direkt 162. Also es ist jetzt auch nicht so ein riesiges Achievement, beziehungsweise es ist halt vor allem für viele Leute so, naja, warum soll ich mir das jetzt so hart erarbeiten? Ich kriege jeden Tag ein paar Prozent durch Tower Dailies und wenn ich jeden Tag ein paar Stunden level, dann erreiche ich das auch so easy innerhalb von 1-2 Monaten und bin wahrscheinlich sogar einer der 100 schnellsten. Wie man hier sieht, auf den meisten Servern besteht wirklich kein Grund zur Eile, weil fast noch keiner 165 erreicht hat. Aber ja, jeder hatte halt eine andere Mentalität, eine andere Herangehensweise und das spiegelt sich eben hier auch wieder. Auf LaWolf besteht offensichtlich ein bisschen höherer Leistungsdruck, da kann man es nicht so gechillt angehen, weil man da wahrscheinlich schon in 2 Wochen dann nicht mehr zu den ersten 100 gehören wird. Genau. Aber ja, so viel dazu. Es gibt natürlich auch ein paar Server, die kein 165er haben, das wären Rises, Flarin und der japanische Server. Auf diesen 3 Servern war jetzt zum aktuellen Zeitpunkt keiner 165. Einige Leute auf 164 zum Teil, aber keiner auf 165. Ja, und dann zum Klassenranking kann ich schon mal spoilern. Es hat sich eigentlich nicht viel getan. Ihr seht es hier unten schon an den Veränderungszahlen. Ringmaster hat leider einen großen Anstieg gehabt von 68 und alle anderen sind teilweise sogar relativ stark gesunken oder mehr oder weniger gleich geblieben. Und nur Psykeeper und Knight sind minimal gestiegen, aber im Endeffekt kann man diese ganzen Veränderungen hier als fast schon null und nichtig erachten. Einzig vielleicht Jester ist um 14 gesunken, das obwohl er sowieso schon auf dem letzten Platz ist, mit Abstand auf dem letzten Platz. Und Blade und Ranger haben aus irgendeinem Grund sehr viele Spieler verloren. Aber ja, keine Ahnung, es war wahrscheinlich, weil ein paar Leute, die Blade und Ranger gespielt haben, vielleicht inaktiv waren und ein paar Ringmaster jetzt halt mit dem neuen Update nachgezogen wurden. Also das ist jetzt nur eine Theorie. Könnte vielleicht daran liegen, dass ein paar Inaktive rausgedroppt sind und ein paar Leute mit ihrem Zweitchar eingerückt sind in die Top 1000. Wäre jetzt so eine mögliche Erklärung, die ich parat hätte, aber die Veränderung ist jetzt auch nicht so gewaltig, aber ein bisschen schade, dass ausgerechnet Ringmaster hier wieder so einen großen Anstieg hat. Letztes Mal haben wir uns gefreut, dass Ringmaster sehr krass abgelost und abgestiegen ist, weil die Ringmaster unsere schöne Rangliste eigentlich komplett verfälschen, weil die meisten Ringmaster in der Rangliste keine Main-Ringmaster sind und damit keine wirkliche Aussagekraft haben darüber, wie beliebt eigentlich Ringmaster wirklich sind als Main-Character. Jo, und ansonsten, was können wir noch so ablesen?
Also Burudeng ist mal relativ gut am Start. Wir haben nämlich nur 3 grüne Felder, kein rotes. Rot ist eher schlecht, also grün ist besser als rot. Und außerdem haben wir auch extrem wenige Ringmaster. Also nicht die wenigsten, aber die drittwenigsten. Und wir haben 3 grüne Felder außerhalb vom Ringmaster. Und das würde ich sagen, ist eigentlich echt ganz cool, weil wir sind der einzige Server, der das hat. Und das bedeutet quasi, wir haben die meisten Blades, wir haben die meisten Billposter und die meisten Psykeeper. Und zeitgleich bedeutet das quasi, wir haben eigentlich eins der gesündesten oder das gesündeste Klassenverhältnis irgendwo, da wir zeitgleich weniger Ringmaster haben und andere Klassen halt sehr stark vertreten sind. Vor allem bei Blade ist es immer heftig. Der zweite Platz bei Blade ist tatsächlich der französische Server mit 148. Das sind einfach 32 Blades weniger als bei uns. Auch bei den Billpostern ist es ähnlich. Bei den meisten Servern ist es auch eine Differenz von ungefähr 30, Pi mal Daumen. Nur wenige Server kommen überhaupt an die 100 ran. Und wir sind eben bei 113 und bei Psykeeper ist es auch ähnlich. Auch da sind wir bei den vielen Servern bei über 30 Differenz. Also würde ich sagen, ist ein ganz gutes Verhältnis momentan. Kann gerne so bleiben. Unsere Knights haben sich auch wirklich stark erholt und sind gestiegen. Haben jetzt fast die 100er-Marke erreicht. Wobei, Totemia sag ich schon, Lavulf hat bereits 179. Also die kratzen, wenn das so weitergeht, noch an der 200er-Marke von den Knights. Genau. Und ja, ansonsten hat sich, wie gesagt, leider nicht so viel getan, weil eben das Maximallevel erhöht wurde. Richtig interessant wäre es noch, natürlich nicht für alle Server, es gibt ein paar Server, da würde es absolut überhaupt keinen Sinn machen. Aber worüber ich mich jetzt wirklich noch freuen würde, wäre, also erstens natürlich eine weitere Levelerweiterung in der nicht allzu fernen Zukunft, das sowieso. Aber wenn sie dieses Level 1000, also beziehungsweise wenn sie die Top 1000 zu einer Top 2000 machen. Weil ich denke, ab einer Top 2000... Besser vielleicht wäre sogar noch Top 3000, aber ich glaube, für die meisten Server reicht 1000, also für einige Server reicht 1000. Für die meisten anderen Servern würde wahrscheinlich 2000 reichen. Höchstens bei Lavulf könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht sogar eine Top 3000 Sinn machen würde. Aber ich denke, eine Top 2000 wäre schon richtig cool, weil das würde einfach nochmal wesentlich mehr Aussagekraft liefern, wenn halt, also jetzt gerade geht's, aber wenn halt dann wieder alle Spieler zum Beispiel auf Lavulf 165 sind, und man sieht dort schon, Eintrittslevel in die Top 1000 liegt bereits bei 161. Also du wirst nicht mal angezeigt, wenn du 160 bist und das gerade mal nach 2 Wochen nach dem neuen Update. Das ist wirklich heftig. Das bedeutet einfach, innerhalb von maximal, sagen wir mal, 3 Monaten oder so, werden die wahrscheinlich wieder alle auf 165 sein. Und dann kannst du wieder so wenig ablesen und es wird sich kaum was ändern, weil wenn dann neue Leute anfangen und so, selbst wenn die relativ hart grinden und relativ schnell 150 plus erreichen, es wird einfach nicht wiedergespiegelt. Und Veränderungen und Inaktive und so können kaum stattfinden. Also Inaktive können nicht rausgeworfen werden, aktive Spieler können nicht reingenommen werden und so weiter. Könnte man natürlich auch anders lösen. Man könnte es vielleicht auch so machen, dass Leute, die seit mindestens, sagen wir mal, 4 Wochen nicht mehr in der Rangliste angezeigt werden, wenn sie 4 Wochen lang nicht mehr online waren. Oder vielleicht 4 Monate, keine Ahnung. Auch das könnte man vielleicht machen, dass es wirklich eine auch Aktivität irgendwo darspiegelt oder widerspiegelt. Aber ja, keine Ahnung. Also entweder man fügt noch Filter hinzu, mit der man noch mehr einstellen kann, oder man erweitert eben die Rangliste. Ich denke, das Erweitern der Rangliste wäre das einfachste und das vernünftigste. Aber wir werden sehen, ob das irgendwann auch mal passiert. Auf jeden Fall weiterhin unbeliebteste Klasse im Spiel bleibt Jester. Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Das wollte ich nur noch mal erwähnen und hervorheben. Das ist ganz wichtig. Und ansonsten sage ich, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Lasst auf jeden Fall ein Like, Kommentar, ein Abo da. Schaut im Livestream vorbei. Tägliche Livestreams auf Twitch. Und Link dazu in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut als rein und ciao, ciao.